Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie ein Kubaner bzw. Eine Kubanerin nach Deutschland einwandern kann. Ja, da ist es nur naheliegend, dass wir den Spieß jetzt mal umdrehen. Hierzu gab es auch einen Kommentar von Future Millionär. Das Thema heute: nach Kuba auswandern. Ja, wie wandert man nach Kuba aus, beziehungsweise was gibt es zu beachten? Leider habe ich keine Zahlen aus dem Jahr 2020 gefunden, aber wenn man bedenkt, dass die Flughäfen ja, in Kuba ein halbes Jahr geschlossen waren, wären diese Zahlen auch nicht repräsentativ. 2019 hingegen wanderten offiziell 104 deutsche Personen nach Kuba aus. 131 kamen wieder zurück nach Deutschland. Für die Jahre 2008 bis 2017 habe ich eine Statistik gefunden, laut der innerhalb dieser 10 Jahre 933 deutsche Personen nach Kuba ausgewandert sind und 978 wieder zurück nach Deutschland gezogen sind. Wir können also sagen, im Schnitt kommen mehr Personen wieder zurück, als Personen nach Kuba auswandern. So viel erstmal vorweg. Kommen wir zur Residencia Permanente. Wenn wir von Auswandern sprechen, dann benötigen wir eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, die sogenannte Residencia Permanente. Diese bekommt man nur, wenn der Grund des Aufenthalts zweckgebunden ist. Neben dem Studentenvisum für die Dauer des Studiums sind Gründe für einen unbefristeten Aufenthalt ein Arbeitsvisum, beziehungsweise kann dieser auch befristet sein für die Dauer der Beschäftigung, und die Familienzusammenführung, welche der Hauptgrund für einen längeren Aufenthalt ist und eine Chance auf die Residencia Permanente darstellt. Ein Arbeitsvisum zu bekommen ist nicht ganz so leicht, da es einfach nicht sehr viele internationale Arbeitgeber gibt. Hin und wieder hat man ja jedoch schon Chancen, ne, aber größtenteils auch nur in touristischen Gebieten. Wie schon gesagt, ist der Hauptgrund für einen längeren Aufenthalt die Familienzusammenführung. Man muss also mit einem Kubaner oder einer Kubanerin verheiratet sein. An dieser Stelle muss man aber auch bedenken, dass das ganze Prozedere für eine Residencia Permanente knapp 1.500 Euro kostet, mehr oder weniger. Das Übersetzen der Dokumente sowie die Beglaubigung und Legalisierung, das ist auf jeden Fall nicht billig. Aber das sind auch an sich Kosten, die keinen überraschen sollten. Wer auf Kuba geheiratet hat, weiß, dass es teuer werden kann. Wenn man aber die Residencia Permanente besitzt, erhält man damit auch ja, die gleichen Rechte wie ein Kubaner. Die Rede ist hier also zum Beispiel ja, vom Zugang zu subventionierten Lebensmitteln, eine kostenfreie Gesundheitsversorgung, die Möglichkeit auch selbstständig tätig zu sein, und der Erwerb von Fahrzeugen und Immobilien wird auch möglich. Ich sagte ja gerade, dass man eine kostenfreie Gesundheitsversorgung erhält. Hier ist jedoch mehr oder weniger ja nur eine Grundversorgung gemeint. Für ernsthaftere Erkrankungen sollte man ein internationales Krankenhaus aufsuchen. Hierfür wird dann wiederum ja, eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Für mehr Informationen zur Residencia Permanente kontaktiert die kubanische Botschaft. Das wäre ohnehin der erste offizielle Schritt. Kommen wir zum Punkt Leben in Kuba. Schauen wir uns nun mal die Lebensbedingungen in Kuba an. Diese sind in keiner Weise mit den europäischen Standards zu vergleichen. Das muss jedem klar sein. Ja, doch die letzten Jahre und speziell das letzte Jahr machte das Überleben in Kuba immer schwerer. Die Inflationsrate steigt in unermessliche Höhen, Importe bleiben aus und auch die Grundversorgung ist gefährdet. Die Beschaffungskriminalität gehört schon seit Jahren zum guten Ton, ist heutzutage aber gar nicht mehr wegzudenken. Wir reden hier von den kleinen Gefallen, die man einfordert. Man braucht ein gutes soziales Netz, um
in Kuba überleben zu können. Wenn man Pläne hat, sollte man wissen, ja, dass diese oftmals nicht sofort umsetzbar sind. Sei es zum Beispiel bei einem Hausbau, ne, dass Materialien fehlen. Gerade deutsche Auswanderer eröffnen ja ganz gerne Casa Particulares. An sich auch keine schlechte Idee in meinen Augen. Ja, nur kann es Monate oder auch länger dauern, bis die Casa in entsprechendem Zustand ist. Ja, auch hier ist natürlich die Lage bzw. der Ort relevant. Ne? Bekannterweise oder sitzt das Geld besser gesagt, und die Möglichkeiten dort, wo auch der Tourismus ist. Schlussendlich bleibt zusammenfassend zu sagen, Kuba ist kein Einwanderungsland. Die Hürden sind recht hoch, kosten relativ viel und erfordern auch relativ viel Geduld. Wenn man dann bleiben darf, wird das Leben auch nicht unbedingt leicht. Ja, aber wie immer im Leben kommt es ganz auf einen selbst an und welche Ansprüche und Ideen man hat. Eine Alternative zum Auswandern wäre gegebenenfalls das Überwintern in Kuba. Die 90 Tage decken die kältesten Monate fast komplett ab. Ja, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und alle Fragen zum Thema wurden soweit zumindest im Groben beantwortet. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit kein weiteres Video mehr verpasst wird. Bis zum nächsten Mal. Saludos. Ciao.